Was ist eine Wahrheit, die du jetzt lebst, aber früher gar nicht wusstest, dass sie existiert? So gar nicht da war. Dieser Reflex schwindet durch Selbsterkenntnis, durch das Erkennen von dem, was wir nicht sind. Wir können nur erkennen, was wir nicht sind. Und dadurch kann dann das, was wir sind, nein, auf gar keinen Fall. Nichts ist falsch. Das ist falsch. Nichts ist falsch. Das war auch. Und nichts ist auch richtig. Aber ich finde den Satz schön von Tony Parsons, den er gesagt hat. Er sagt, no one becomes awakened. Niemand erwacht, weil da niemand ist, der erwachen kann. Empfangen. Es geht immer nur um Empfangen. Und das größte Geschenk, was du jemand anderem machen kannst, ist zu empfangen. Deswegen hat sich der Gebende immer zu bedanken, nicht der nimmt. Weil du beschenkst mich, indem du empfängst, was ich dir gebe. So habe ich das noch nicht gesehen. Ich wusste, dass der Gebende... Herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Ich habe heute Navid. Ich wurde von Navid eingeladen zu ihm nach Hause, aber ich habe Navid zu dem Interview eingeladen. Was ist eine Wahrheit, die du jetzt lebst, in dem Moment, aber früher gar nicht wusstest, dass sie existiert? So gar nicht da war. Das. Ja. Ist es irgendwie in Worte zu beschreiben? Kannst du es durch Worte irgendwie den Zuschauern so nah wie möglich machen? Ich glaube, häufig wird immer so, ganz lapidar kennt man, glaube ich, den Satz, wenn das Leben an einem vorbeizieht. Und das Leben kann so erfahren werden, in Anführungszeichen erfahren werden, dass es an einem vorbeizieht. Oder es kann voll erfahren werden. In dem Moment, an dem es an einem vorbeizieht, zieht es ja auch nur an einem vorbei, weil es unbewusst passiert. Und man merkt es in der Regel ja gar nicht, wenn es dann an einem vorbeizieht. Das, was ein Leben ausmacht, das an einem vorbeizieht, das keinerlei Präsenz beinhaltet, beziehungsweise das auf Trennung basiert, auf Kontraktion basiert, auf Unentspanntheit basiert. Das ist ein Leben, was sich mühselig anfühlt. Das ist ein Leben, was sich so anfühlt, als wäre hier jemand, dem alles passiert und als wäre hier in der Mitte des Körpers eine Person verborgen, die Mittelpunkt des ganzen Geschehens hier ist. Und manche Dinge seien dann für einen und manche Dinge seien dann gegen einen und manche Dinge seien richtig und manche falsch und manche besser und schlechter. Und ja, das ist vielleicht etwas, was ich in Worten dazu sagen kann. Und auf der anderen Seite, die volle Verbundenheit zu dem Leben, die dann entsteht, wenn dieses illusorische Gefühl nicht mehr da ist. Ja, und dann verschwindet diese Schwere, dann verschwindet dieses Gewicht, was auf einen lastet. Und Worte sind schwierig und auch gefährlich, vor allem wenn du auch in der spirituellen Szene unterwegs bist oder in der pseudospirituellen Szene. Da werden so viele Worte verwendet, die meiner Meinung nach einfach so viel Potenzial besitzen, missinterpretiert zu werden. Deswegen finde ich die Art und Weise, wie Menschen sprechen, wenn sie über Non-Dualität sprechen, über radikale Non-Dualität sprechen, so humorvoll und passend in dem Sinne, weil sie durch die Worte, die sie nicht benutzen, das Unbeschreibbare beschreiben. Es wird nicht über Seele gesprochen, es wird nicht über Bewusstsein gesprochen, weil das ist dann wieder meine Seele oder mein Bewusstsein und dann wird wieder das Ich-Gefühl getriggert und theoretisch gesehen haben dann viele Leute schöne Sätze und Zitate und Dinge, mit denen man rumjonglieren kann, aber wie das Leben dann wahrhaftig sich repräsentiert, und das weiß ein jeder nur selbst, weil wir sind unser wichtigster und einziger Zeuge in uns drin, was gerade passiert. Das ist dann meistens eigentlich immer was anderes und wir wiederholen eigentlich nur auswendig gelernte Sachen und ruhen uns darauf aus, das spirituelle Ego. Und
nehmen dieses ganze Wissen und diese Akkumulation von Informationen als Kopfkissen und Komfortzone. haben dann gemütliche Nächte. Mhm. Aber wir sind trotzdem noch am Träumen dadurch. Ne? Wir sind nicht wach. Schön gesagt. Wenn du mit dem früheren David sprechen könntest, der genau das nicht wahrnehmen konnte, Hm. wie würdest du ihm begegnen? Würdest du ihm irgendwas sagen? Würdest du... Ich bin ihm schon begegnet. Mhm. Immer und immer wieder. Mhm. Es ist überall. Mhm. Es ist eine Frequenz, eine Schwingung, die überall zu finden ist. Bei der Supermarktkassiererin, bei dem Nachbarn, der seinen Garten fegt, die Kinder, mit denen du Zeit verbringst. Es ist mir schon immer wieder begegnet. Ich bin dem schon immer wieder begegnet. Das wahre Selbst begegnet uns immer und immer wieder überall. Und es hat immer wieder auf derselben mitfühlenden, bedingungslos liebenden Art und Weise mit mir gesprochen und mich immer wieder begrüßt. Und dementsprechend, ja. Das ist schön gesagt. Hast mich abgeholt. Das ist jeder echt. Der Spiegel ist. Es ist überall. Es ist uns immer wieder begegnet. Genau diese Qualität. Und irgendwann kommt einfach nur die Reife, das empfangen zu können. Und darum geht es auch nur. Alles, was manifestiert ist, ist weiblich. Und es wird durchflossen vom Männlichen, vom Kosmos, von dieser Energie. Und es geht einfach nur darum zu empfangen. Es gibt nichts zu tun hier, außer empfangen und passieren zu lassen. Weil es passiert sowieso die ganze Zeit. Das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass es eine Illusion davon gibt, dass das Leben nicht nur passiert und dass hier vermeintlicherweise irgendwer ist, der es tut. Und dadurch entstehen diese Mühseligkeiten und das ganze Leiden. Und darin ist auch nichts falsch. Das gehört zu dieser Erfahrung mit dabei. Ja? Mhm. Verstehe ich. Ja. So wie es damals auch nicht falsch war, wie man war und nicht bereit war, so zu denken wie jetzt. Nein, auf gar keinen Fall. Nichts ist falsch. Nichts ist falsch. Nichts ist falsch. Das war auch Und nichts ist auch richtig. schön. Nochmal abgeholt. Du hast gerade die männliche und weibliche Energie angesprochen. Wie gehst du mit dem männlichen und weiblichen Tanz in deiner Beziehung zum Beispiel? Mit deiner Frau, mit deinem Kind? Gibt es da irgendwas, was du manchmal merkst? Es passiert von ganz allein. Es passiert von... Es passiert von ganz allein. Ich kann beschreiben, was passiert. Aber wenn ich schon wieder sage, ich mache irgendwas, lasse ich mich schon wieder auf eine Ebene ziehen, die illusorisch ist und die nicht stimmt. Es passiert von ganz allein. Durch reines Gewahrsein, durch reines Empfangen, durch das Urvertrauen, was gestärkt wird, genährt wird, wieder aufgerufen wird, nimmt alles von ganz natürlich wieder seine Ordnung ein. Und das kann überall anders aussehen. Nicht jede Partnerschaft muss gleich aussehen, aber trotzdem nehmen die Dinge irgendwie ihre Dynamiken von selbst ein. Und wir leben zum Beispiel in einer Gesellschaft, die bewertet, wenn Männer arbeiten gehen müssen und Frauen zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern, oder wenn die Frauen kochen und der Mann eben, weiß ich nicht, das nicht tut und so weiter und so fort. Und ich kann sagen, bei uns zum Beispiel, wenn ich jetzt von dem äußeren Leben sage, wie es sich bewegt, ist es von selber, hat es sich in die Richtung bewegt. Und es war vorher andersrum. Ich war der mehr gekocht hat, und Lisa und ich kommen aus dem Leistungssport und mussten jede Mahlzeit sowieso immer abwiegen und selber kochen und allem drum und dran. Und ich war voll in der Küche involviert und habe alles gemacht. Und heißt nicht, dass ich nicht die Staubsauger in die Hand nehme oder Haushalt mache und allem drum und dran, aber es hat trotzdem alles von selbst seine natürliche Rolle eingenommen, dass die Frau einfach die Sicherheit bekommt, die physische Sicherheit bekommt, um dann in der Familie für die spirituelle Sicherheit auch zu sorgen, ne? Und für das Wohl der Familie von innen heraus sich entfalten kann. Und das passiert bei uns so, genauso, von automatisch, dadurch, dass alles von selbst wieder in seine neue Ordnung gefunden hat. Ja, und wir auch viel erfahren durften,
wie es einfach nicht sein darf. Und dadurch der Berg von dem, wie es nicht sein soll oder was es nicht ist, so groß geworden ist, dass dadurch auch immer klarer geworden ist, was es sein kann. Und wie dann dieser harmonische Tanz funktioniert. Und wir haben bei uns gar nicht so diese Rollenverteilung, du bist meine Frau und ich bin dein Mann und allem drum und dran. Bei uns ist das eher es ist sehr zu einer Einheit geworden, wo wir hören, was der andere denkt, wir spüren, was der andere fühlt und alles von selbst passiert. Lisa und ich gestalten zusammen Zeremonien, wo manchmal über 4, 5 Stunden Raum gehalten wird und kein Wort geredet werden muss und alles trotzdem wie ein Uhrwerk passiert. Und das Leben, wir haben eben schon darüber gesprochen, ist für mich wie eine Zeremonie. Es ist eine Zeremonie, es ist genau das. Und das zeigt sich immer wieder. Alles hat seinen Platz, alles hat seinen Ort, alles hat sein Timing. Natürlich gibt es Wertschätzung, aber keiner ist süchtig nach Applaus oder Feedback, sondern wir wissen, dass Kritik und Lob die schnellsten Dinge sind, um das Ego zu triggern. Ne? Und deswegen, Wertschätzung ist da durch Respekt. Und das ist die Dankbarkeit und Wertschätzung, die wir einander entgegenbringen, indem wir einander sehen, indem wir einander hören. Und dieses Ich liebe dich und du liebst mich, das existiert bei uns nicht. Sondern danke, dass du da bist und mich an das erinnerst, was ich bin, und zwar Liebe und vice versa. Es hat nichts, dieses ganze Klebrige, es verschwindet immer mehr, bis heute. Es ist noch Klebriges da, aber es fällt immer mehr ab, Stück für Stück, worin Habgier und Eifersucht und Besitztum und all diese Dinge eben eine Rolle spielen. Und bitte nicht missinterpretieren, das heißt nicht, dass man polygam leben soll oder irgendwie sowas, um Gottes Willen. Für mich ist eine Partnerschaft, eine Heirat, eine Verbundenheit dieser Art, ein sehr spirituelles Vehikel, um sich selbst auf neuen, tiefen Ebenen zu erforschen. Und wir sind Spiegel voneinander. Und das, was in meinem Schatten liegt, sehe ich nicht. Aber du kannst jetzt sehen, was da liegt und kannst es mir spiegeln. Und es muss nicht immer eine direkte Art und Weise sein, dass du sagst, hey Navid, guck mal da, du machst gerade Scheiße, sondern durch Mitgefühl spiegelt man, indem man da ist und mitfühlend ist. Und in dem Mitgefühl erkenne ich mich selbst. In dem Mitgefühl erlischt die Scham. In dem Mitgefühl, was du mir gibst, erlischt mein Schuldgefühl in mir drin. Und erlaubt mir, noch authentischer zu sein. Und dadurch, dass du dir erlaubst, authentisch zu sein, lädst du mich ein. Dadurch, dass hier Authentizität passiert, lädt es dich ein. Es ist eine Frequenz, die ansteckend ist, die über alles schwingt. Und nur darum geht's. Ne? Lieber authentisch sein und dann meinetwegen auch mal aggressiv, sauer, unsicher, ängstlich, frustrierend und so weiter sein, als gefaked nett. Eine Maske aufsetzen. Ne? Dann zieht das Leben an dir vorbei. Dann das wird doch immer, glaube ich, gleiche Kreise drehen. Ja, die Maske kommt ja immer wieder raus, um dich zu schützen. Voll. Ja. Schön. Das ist ein lebenslanges Ding, würde ich sagen. Ne? Es geht das ganze Leben lang, dass immer wieder das Ego neue Ideen und kreative Weisen entwickelt, um nach dir zu greifen und dich wieder in eine Story zu ziehen. Oder wenn du mit anderen Menschen in Verbindung kommst und dieser ungeschriebene Vertrag in der Luft ist hier, ich helfe dir zu bestätigen, wer du bist und du hilfst mir zu bestätigen, wer ich bin, damit ich das Gefühl von Sicherheit habe und Kontrolle habe, und das gebe ich dir auch. Und genauso ansteckend ist eben auch das. Ne? Und deswegen fühlen sich Menschen dann auch sehr, sehr häufig getriggert von Leuten, die sich einfach nicht mehr auf dieses Spiel einlassen, was man nicht ablehnend macht, dass man jetzt sagt, hey, zieh mich nicht auf dein Niveau oder irgendwie sowas, wo man versucht, irgendwie sich höher zu sehen, sondern dieser noch früher vorhandene Reflex, darauf einzugehen, ist einfach nicht mehr da. Und das macht anderen Menschen Angst, weil du dann dadurch nicht kalkulierbar bist und vorhersehbar bist. Aber genau das ist ein echtes Leben. Ein echtes Leben muss sich riskant anfühlen. Ein echtes Leben muss in jedem Moment ein riesen Fragezeichen beinhalten. Und wenn da kein Fragezeichen ist und man denkt, man hat es gecheckt, dann steckt man schon, sage ich mal, bis zum Halse tief in der Scheiße. Hast du recht. Für mich ist Erlösung, erlöst zu sein vom Verstehen wollen. Ja, ich will, jetzt gerade merke ich, während du das sagst, sagt irgendwas stark in mich, ich will noch gern die Welt verstehen, irgendwie
versuchen, in Worte, so wie Formeln einfach, wie Einstein eine Formel gemacht hat, würde ich gerne die Gesetze des Universums so verstehen. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Das Leben ist. Doch, dann Ja? kannst du Mathematiker und Wissenschaftler werden. Ja, ja, aber dann Und dann ist es kannst, nicht mit Fühlen. Ich kann das Leben nicht verstehen gleichzeitig und durchfühlen. es kommt darauf an, was für dich die Welt ist. Ja, wenn wir über diese 3D-Welt hier sprechen, die hier, dann kannst du sehr viele Formeln aufstellen und du kannst sie verstehen und dich mit ihr beschäftigen, mit ihr rumspielen. Aber wenn es dann um die eine Wahrheit geht, wenn wir über Non-Dualität sprechen, wenn wir über uns das eine Selbst sprechen, aus dem all das hier entsteht, dann schau mal, wenn das wahre Selbst alles ist, dann brauchst du etwas, was außerhalb von allem ist, um es verstehen zu können. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das ist wie wenn ein Computerprozessor verstehen will, wie der Computer funktioniert. Der kann das nicht. Der weiß nicht, wie eine Grafikkarte geht, der weiß nicht, wie ein Bildschirm funktioniert, der weiß nicht, wie RAM, und ich bin jetzt kein Keck, aber, ne? Aber seine Aufgabe ist prozessieren. Und wir sind darauf programmiert, toxifiziert, dass dieser Prozessor für alles irgendwie angeht und immer wieder so einen Reflex entwickelt. Und in dieser Hypnose des Lebens eben sich dann auch uns gefangen hält, indem es sich selber immer wieder diese Geschichte bestätigt. Ja? Und dieser Reflex schwindet durch Selbsterkenntnis, durch das Erkennen von dem, was wir nicht sind. Wir können nur erkennen, was wir nicht sind. Und dadurch kann dann das, was wir sind, Raum erhalten. Ja, wenn du sagst, erkenne dich selbst, geht das eigentlich nur, indem du, wenn wir wirklich das Wort erkenne wörtlich nehmen, erkennst, was du nicht bist. Weil das Erkennen von deinem wahren Selbst, von dem, wo wir alle münden, das ist kein Erkennen, wie wir es intellektuell verstehen, sondern das ist eine Erinnerung, die jenseits der rationalen Ebene passiert und in jeder Zelle im Herzen, wo auch immer spürbar ist. Alles nur Worte. Worte sind trügerisch, du hast recht. Absolut. Ram Dass hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob er jemanden zitiert hat oder das selber gesagt hat, er meinte, if I could dance for you, I would dance for you. If I could sing for you, I would sing for you. If I could paint for you, I would paint for you. But my thing are words. And the problem with words are the people misunderstand them. Ne? Also wenn jemand tanzt oder musiziert oder was auch immer, wenn jemand Mozart seine Symphonie spielt, dann sitze ich auch nicht im Publikum und analysiere die Noten, sondern ich verbinde mich mit dem Gefühl dahinter und empfange einfach und das Gefühl gibt mir Entspannung, Erlösung und verbindet mich vielleicht mit einem sehr, sehr ruhigen Punkt in mir drin, der mich dann selbst erkennen lässt. Wenn jemand aber spricht, wenn wir Satsangs haben, Sanghas haben oder Sharings haben, dann kommt der Intellekti und nimmt die Worte halt sehr wörtlich. Aber alles, was wir hier sagen, spielt eigentlich keine Rolle, sondern es geht um die Energie, die dahinter ist und das, was in dir kreiert wird, wenn du gerade zuhörst. Osho hat gesagt, wer zuhören kann, kann meditieren und wer meditieren kann, kann zuhören. Ja? Genau das ist das. Wer das in der Wurzel begreift oder in sich eindringen lässt, der hat es dann schon. Dann ist Meditation überall. Nicht nur im Schneidersitz mit geschlossenen Augen. Jetzt, genau hier. Das fiel mir früher sehr schwer ohne Meditieren, den Leuten wirklich zuzuhören. Mein Kopf hat immer gedacht, du hättest was gesagt und ich hätte gedacht, okay, das will ich gleich sagen oder so. Irgendwas wollte irgendwo dann festhalten. Ja, aber du machst auch gerade ein Podcast-Interview. Ja, aber auch jetzt, wenn ich mit Frauen geredet habe oder mit Mama, wenn sie was gesagt hat, ich habe irgendwo festgehalten, um darauf später einzugehen. Ich habe die Worte danach nicht mehr gehört. Und ich merke das selber manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die halten an irgendwas fest. Du siehst auch, dass deren Körper, so Gesicht sich leicht anspannt und deren Körper hält sogar an den Worten fest. Und ich frage mich so, was möchtest du sagen? Ja, aber das war so. Und ich so, hast du die letzten 2 Sätze von mir gehört? Ja. Nein, ich musste darüber nachdenken. Das war so früher bei mir auch. Und erst durch die Stille wurde es in mir ein bisschen stiller, dass ich dich überhaupt hören kann, überhaupt sehen kann. Das ist eine schöne Beobachtung. Das war verrückt ein bisschen früher. Da gibt es dieses Bild, hörst du zu, um zu antworten oder hörst du zu, um zu verstehen?
Der eine ist wie so ein Backstein, da fließt Wasser drauf, das prallt sofort ab. Und der andere ist wie ein Schwamm. Der nimmt erstmal auf, gibt sich Zeit und dann Verdaut noch und dann ja, geht er los. erstmal reinlassen. Empfangen. Es geht immer nur um Empfangen. Und das größte Geschenk, was du jemand anderem machen kannst, ist zu empfangen. Deswegen hat sich der Gebende immer zu bedanken, nicht der nimmt. Weil du beschenkst mich, indem du empfängst, was ich dir gebe. So habe ich das noch nicht gesehen. Ich wusste, dass der Gebende mehr davon hat, im Endeffekt, aber ich wusste nicht dadurch, dass ich... Ja, das war schön. Das macht vollkommen Sinn. Der Mann bedankt sich bei der Frau, wenn die miteinander sich verbunden haben und er hineingelassen worden ist. Ja. Dankeschön, dass du dich mir geöffnet hast. Ja, ich war kurz weg. Du hattest kurz deine Zeremonien angesprochen. Deine, ich sag mal, Brand Open Your Spirit. Ich würde eine Frage gerne dazu haben. Was ist für dich der Spirit von jemandem, ohne jetzt abgesehen von der Brand oder abgesehen von den Namen? Was ist wirklich, wie würdest du sagen, kann man seinen Spirit öffnen? Man kann seinen Spirit eigentlich gar nicht öffnen. Der ist offen? Nein, der öffnet sich von selbst. Man kann nichts machen, man ist machtlos. Sobald man denkt, man kann was tun, ist man machtlos. Der Name, der ist natürlich auch wieder misszuinterpretieren und der ist vor vielen Jahren entstanden. Und dann hieß es auch Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung, hieß dann damals auch der Podcast und allem drum und dran. Und eigentlich wird ja immer über den weglosen Weg gesprochen. Also eigentlich gibt es ja keine Reise. Und eine Reise existiert ja nur in Raum und Zeit, was eine Illusion ist. Ne? Weil es immer Punkt A und B braucht. Aber wenn es Punkt A und B gar nicht gibt, sondern nur das gibt, was wir jetzt gerade haben. Und das, was wir jetzt gerade haben, dieser eine Moment bereits alles ist, was wir jemals gesucht haben und was wir uns jemals, nachdem wir uns jemals gesehnt haben, dann ist das immer diese Schlange, die sich im eigenen Schwanz beißt. Ne? Die kommt irgendwann am selben Punkt wieder raus und alles ist aber dann doch plötzlich anders. Ne? Und wenn wir über Spirit sprechen, es gibt ja auch im Hinduismus immer oder im Buddhismus diese tausendblättrige Blüte, die aufgeht. Und für mich ist das vielleicht so ein bisschen das. Ne? Also so deinen eigenen Duft zu entwickeln wieder und den auch bereit zu sein, zu teilen mit anderen Menschen und ihn in die Luft rauszuwehen, ohne kontrollieren zu wollen, welche Biene sich jetzt von dir angezogen fühlt, sondern einfach nur den Duft bedingungslos zu teilen. Die Blume, die denkt auch nicht darüber nach, ich muss das jetzt machen, um die Biene zu bekommen, es passiert alles von selbst. Und so entsteht auch Resonanz und Anziehung, aber ohne eine Agenda, ohne Geschäfte machen zu wollen mit dem Leben. Ja, so ist unser Verstand programmiert. Ich mache was, damit ich was bekomme. Ich tue was, damit das passiert. Aber da ziehen wir immer den Kürzeren. Solange wir was wollen und mit dem Leben Geschäfte machen wollen, entsteht immer wieder Kontraktion und die Blume zieht sich eigentlich wieder zu. Und wir ziehen das Karma von den Handlungen dann einfach nur wieder auf uns und bleiben gefangen in diesen Loops. Spirit ist für mich ich meine, man kann es auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Ist auch wieder ein Wort, was für viele verschiedene Dinge interpretiert wird oder verwendet wird. Ich bezeichne das jetzt in diesem Kontext, in diesem Gespräch, was wir jetzt gerade einfach haben. Ich kann morgen wieder was ganz anderes erzählen, aber jetzt gerade fühlt es sich danach an, das sozusagen, dass es der eigene Duft des Menschen ist, der einzigartige Duft eines Menschen und von allem, was ist. Das klingt so leicht nach, dass man, aus meiner Sicht, mag ich das Wort irgendwie so erwachen, dass man erwacht und dadurch seinen eigenen Duft wieder wahrnehmen kann und raussprühen kann. War bei dir auch eine Art Erwachen da? Oder kam es leise? Oder war es schon von Anfang an da, dass du, ich sag mal, wir sind alle spirituelle Wesen, aber schon diese Richtung hattest, dass sich immer irgendwas viel mehr in diese Richtung gezogen hat? Oder kam das wie eine Bombe eingeschlagen? Weißt du, das ist auch wieder so.
der Verstand, das Ego hat wieder so ein gewisses Bild von Erwachen. Mhm. Und das dann plötzlich alles, ich Mhm. bin jetzt erleuchtet und Heureka und Hurra und alles ist irgendwie so wunderbar. Natürlich gibt es krasse Bewusstseinszustände und transzendale Räume, die du betreten kannst und in denen du die Welt nochmal anders erlebst, als sie sich so im gewöhnlichen Alltag einfach dann vielleicht auch zeigt, wie wir hier in unserer Welt aufgewachsen sind. Aber ich find den Satz schön von Tony Parsons, den er gesagt hat. Er sagt, no one becomes awakened. Also niemand erwacht, Mhm. weil da niemand ist, der erwachen kann. Mhm. Mhm. Aber Erwachen kann passieren, aber für niemanden. Und solange man das Gefühl hat, da ist jemand, dem Erwachen passiert ist, ist es kein Erwachen. Mhm. Erwachen ist etwas, das merkst du gar nicht. Es ist so simpel. Es ist so normal. Es ist omnipräsent in jedem. Es ist genau das. Jim Newman sagt, simply this. Es ist genau das. Das ist das, was unsere Seele sich am meisten, wenn du denn das Wort Seele benutzen willst, sich am meisten, wonach sich die Seele am meisten sehnt, ist genau das. Wir sind bereits voll, wir sind bereits ganz, wir sind bedingungslose Liebe, was sich eben als das manifestiert. Und das kann auch Frustration sein, das kann auch Krankheit sein, das kann auch Scheidung sein, das kann auch Krieg sein. Ja? Unser Verstand klassifiziert in richtig und falsch. Und der Erwachte ist der jetzt nur noch friedvoll ist und den ganzen Tag Om chantet und irgendwo auf dem Himalaya sitzt. Und ne, das sind alles diese Bilder, die wir mitgegeben bekommen haben. Jeden Morgen seine Praktiken nachgeht. Und das ist überall. Es ist sehr, sehr simpel. Es ist so offensichtlich. Unser Verstand ist komplex und es sucht nach komplexen Antworten. Mhm. Deswegen verpasst es genau das, was so simpel ist, wenn wir über Selbsterkenntnis sprechen, über Non-Dualität sprechen. Und der einzige Unterschied, der dann passiert, ist, dass auf der einen Seite kontrahierte Energie vielleicht da war vorher und nach diesem Ereignis, was kein Ereignis ist, äh, alles entspannter ist. Und es sich vielleicht eine Zeit lang auch wie so ein In and Out anfühlt, dass wieder kontrahierte Energie, wieder entspannte Energie, wieder kontrahierte Energie, entspannte Energie. Die Phasen der Entspannung dann vielleicht länger werden, aber ohne dass man es merkt. Weil in dem Moment, wo Entspannung da ist, bist du nicht mehr da. Mhm. Identifikation existiert nicht mehr in diesem Moment mit dem Körper, mit der Persona, selbst mit der astralen Ebene, deinem Sternzeichen, deiner Seele, was auch immer. Und wir sehen, es gibt niemanden auf dieser Welt. Ich würde gerne eine Welt sehen, wo viele so denken. Ich würde echt mal sehen, wie diese Welt aussehen würde. Also so in der äußeren Welt, in der 3D. Aber auch das ist wieder nur eine Idee. rosarote Idee vom Verstehe ich. Verstand. Es ist bereits. Ja, Es ist bereits. ja. Es ist genau das, ist es bereits. Es ist der Verstand, der möchte diese Pille nicht schlucken. Da ist immer wieder Widerstand. Aber warum gibt es dann Krieg? Aber warum gibt es dann Vergewaltigung? Warum ist denn das und das und das? Das hat damit gar nichts zu tun. Wenn es um Non-Dualität geht, um unser wahres Selbst, ist es alles. Sieht nur so aus in der Welt dann. Es wird quasi nur so außen manifestiert gerade. Ja, das ist einfach das, was gerade anscheinend passiert. Und das interpretieren wir als nicht richtig falsch. Okay, macht Sinn. ja. Vollkommen. Ja. Natürlich können wir darüber sprechen, über die Toxifizierung des Verstandes und allem drum und dran. Gleichzeitig gesehen können wir aber auch darüber sprechen, dass genau, was eben über Leid und Schmerz gesprochen ist, aber genau dieser Schmerz und dieses Leid unser Trampolin ist, um als Mensch auch wieder in die Selbsterkenntnis zu finden. Alles hat seinen Platz, alles hat seine Zeit und alles ist bereits ganz, alles ist bereits voll, alles ist bereits perfekt, genauso wie es ist. Wir haben immer nur ein Bild davon, wie die Welt sein müsste, damit sie perfekt ist, damit sie gut ist, damit sie richtig ist und korrekt ist. Und dadurch entsteht wieder diese Diskrepanz zu dem, wie es ist. Und dadurch fehlt dann auch die Akzeptanz, dadurch fehlt die Hingabe, dadurch fehlt es, auf der eigenen Spur zu bleiben. Und dadurch verschließt sich auch die Blume wieder und dadurch fehlt dann auch der Spirit und der eigene Duft. Kontraktion entsteht, energetisch gesehen. Und ich habe auch immer noch wieder kontrahierte Momente, klar.
Absolut. Meine Kleine ist mein Kryptonit. Die kriegt mich ganz schnell, kriegt die mich aus meinem Herzen mal raus, aber genauso schnell kriegt sie mich auch wieder rein. Voll. Und das ist der Tanz. Wir vergessen, wir erinnern, wir vergessen, wir erinnern. Alle Menschen. Ich habe mir eine Frage zu deinem zu deinem Vatersein aufgeschrieben. Und da hast du auch was über deine Tochter gesagt.